Was ist dein allergrößter Traum? Der Weltraum. Also Weltraum. Rita hat heute wieder in der Witzkiste geschlafen. Was ist das überhaupt für ein Buch? Das ist das vom Legoland. Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Das ist aber, glaube ich, nicht der Grund, warum ihr heute eingeschaltet habt, sondern wenn der Videotitel korrekt wiedergegeben wurde, müsstet ihr bei einem Video sein, wo ihr Sets zu Gesicht bekommt, und die haben wir hier. Ich hätte auch gern mal den Videotitel hier schon vorher stehen, wenn ich weiß, um was es eigentlich geht. Naja, gut. Ist recht. Wir haben auf jeden Fall bei Bricklink eingekauft. Ihr habt es vielleicht schon auf Instagram gesehen. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, weil wir doch relativ viel zum Organisieren hatten, auch mit dem Legoland. Ja. Die haben wieder ein Bricklink A4 Designer Program, wie auch immer der Name ist, gemacht. Das sind abgelehnte Ideas-Entwürfe, die dann nochmal neu aufgelegt werden. Dann kann die Community abstimmen und die 5 beliebtesten Sets werden dann jeweils, ich glaube, 10.000 oder 20.000 Mal gemacht. Genau. Und es ist hochkompliziert, weil man bestellt es ja schon irgendwann und dann bekommt man es Jahre später erst zugeschickt. Auf jeden Fall gefühlt Jahre später. Es ist sehr kompliziert, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wenn ich so ein Set hier in die Kamera halte, ihr mir beipflichten werdet, dass sich das auf jeden Fall auszahlt. Es wurden 5 Sets realisiert, wir haben 3 davon bestellt. Und mein Highlight war zum damaligen Zeitpunkt auf jeden Fall dieser Bahnhof hier. Rita, was sagst du dazu? Es ist noch immer mein Highlight, aber ich verstehe nicht, warum zum damaligen Zeitpunkt. Ich finde, das ist das absolute Highlight. Ich glaube auch das größte von den Sets, das auf jeden Fall wir haben. 4076 Teile für 340 €. Also ein ganz schöner Klops, möchte ich mal sagen. Aber ich meine, ein echter Bahnhof. Wie lange haben wir schon keinen richtigen Bahnhof mehr gehabt? Hatten wir schon mal einen richtigen Bahnhof? Abgesehen von den tollen Bahnhöfen der 1990er und vielleicht jetzt dem 2022er, aber schaut euch mal das an, wie viele dieser Garagenfensterteile hier verbaut sind. Nur Steige als ein richtiger Bahnhof. Richtig, ja. Das ist halt mal ein richtiger Bahnhof. Ihr werdet uns jetzt sicher Tipps geben, wo wir den hinstellen sollen. Sehr gerne her damit. Ich glaube, der beim Hauptplatz wird sogar beim Hauptplatz hinpassen. Wir werden den auf jeden Fall mal dort probieren. Es sind auch 2 Züge dabei, die ich mega geil finde. So eine Art S-Bahn, vielleicht auch U-Bahn-mäßig. Vielleicht werden wir da auch probieren, mit denen die U-Bahn ein bisschen zu bauen. Und ich finde das total schön, wie der eingerichtet ist. Ihr habt vielleicht auch schon ein Review gesehen. Wir werden ihn natürlich auch aufbauen. Hier mit dem Übergang für einen Rollstuhlfahrer. Und er ist einfach total schön eingerichtet. Mir gefällt's. Da ist sogar diese Abtrennlinie, die ja Christoph nicht bei der U-Bahn haben wollte. Wie weit die Leute nach vorgehen können. Ich meine, sie ist hier in Dark 10. Was natürlich wahrscheinlich Christoph das ein bisschen sympathischer macht. Aber trotzdem, sie ist da. Ich will ja nicht sagen. Ja, also ein Riesenteil. Es ist natürlich auch viel umbaute Luft, aber ich meine auch hier oben diese Terrasse und so, das sieht echt geil aus. Und ich bin da wahnsinnig gehypt drauf auf diesen Bahnhof. Freue mich schon, wenn wir den aufbauen können. Ich glaube, es kann sogar sein, dass ich heute noch damit beginne. Mir kribbelt es da irgendwie schon in den Fingern. Es sind ein paar nette Figuren dabei und ich mag das Farbschema sehr. Es ist ein klassischer Bahnhof, viel in Tan, viel auch in Schwarz. Richtig cool, dass hier die Frisuren verbaut worden sind, die dann quasi hier das Muster bilden. Diese komischen, keine Ahnung, Pferdeschwänze oder wie man die dass man oben bei der Minifigur reinstecken kann. Ja, es sind hier auf jeden Fall im Aufbau sehr viele coole Teile drinnen. Es ist eine Uhr, es ist so richtig, also mir gefällt er wahnsinnig gut und ich bin schon gespannt drauf. Er wurde relativ wenig verändert zum Originalentwurf. Es war nur hier oben diese Kuppel, diese... Ja, die war eins, oder? War ein Teil, ein Formteil, das hätte Lego wahrscheinlich extra gießen müssen und hier haben wir jetzt diese, was sind das, so Cockpit-Teile, glaube ich, vielleicht, die man aus diversen Raumschiffen von Star Wars und so weiter schon kennt. Ein wirklich schönes Set. Set Nummer 91002 Studgate oder auch wie er auf Deutsch heißt, Bahnhof Noppenheim oder so. Also. Noppenheimer Bahnhof. Gefällt mir eigentlich nicht so gut, der deutsche Name. Der Noppenheimer. Das ist fast wie so ein Pappenheimer. Ja. Dann geht es weiter mit einem Set, welches ich am Anfang ein bisschen beliebäugelt habe natürlich und welches jetzt irgendwie aus dem Karton raus mein Highlight ist. Ich weiß nicht, das Set hat sich irgendwie bei mir eingebrannt. Also es ist die modulare Baustelle. Denn das ist ja noch immer verpackt. Und ein Set auch mit, lass mich sehen, 3374 Teilen, 270 €, also auch ein ziemlich großes Set.
Wir haben hier auf einer Bodenplatte von 32 x 32 ein Hochhaus, welches sich gerade im Bau befindet. Und dann haben wir noch eine 16 x 32er Bodenplatte nebenan, wo hier so ein großer Kran steht, der mehr oder weniger beim Bau dieses Hochhauses hilft. Und ich weiß nicht, ich finde noch immer, dass dieser große gelbe Kran, den wir hinterm Einkaufszentrum bei der Baustelle haben, dass das eines meiner Lieblingssets ist der ganzen Stadt. Der sieht einfach so cool aus und ich glaube, dieser Kran hier, wo auch immer das Set hinkommt, wird da eine total gute Figur machen. Ja, ich habe mir gedacht, eigentlich, also wie ich mir das angeschaut habe, war meine erste Idee, dass wir das da bei dieser provisorischen Baustelle hingeben, gegenüber vom Zoo. Ja, wäre auch möglich, natürlich. Man könnte ja die Baustelle, diese halbe Baseplate ja noch ein bisschen erweitern, dann wären es einfach 2 Baseplates. Es ist auf jeden Fall auch ein total schickes Set. Das Haus ist innen auch schon ein bisschen so, nicht direkt eingerichtet, aber es sind schon so, werden schon Fliesen am Boden und so weiter und mir gefällt einfach dieser Kran hier wahnsinnig gut. Ich weiß nicht, Rita, was sagst du dazu? Das ist doch ein Schmuckstück, oder? Ich finde das super, aber ich finde es einfach cool, dass da noch nicht mal irgendwas drauf ist und da wird schon der gute Boden gelegt. Ich meine, ich kenne mich auf Baustellen nicht so gut aus, aber... Das ist natürlich, ja, vielleicht ein bisschen in dieser Spielwelt. Aber richtig cool, weil auch er, der was da quasi den Beton platt macht, finde ich ganz cool. Ganz ehrlich, bei diesen Bricklink Designer Program Sets kann man eigentlich immer so gut wie alle Sets kaufen. Wir haben ja auch letztes Mal wurden ja 4 Sets umgesetzt oder 5 und da hatten wir 4 davon. Dieses Mal haben wir nur 3. Da war ein Aquarium dabei. Ja. Wo, ich meine, das passt einfach bei uns in die Stadt nicht hinein. Genau. Ja. Hier haben wir, also wir wollten eigentlich auch noch, ich zeige euch zuerst das dritte und dann reden wir noch drüber. Ich schäme mich nämlich ein wenig, dass wir ein Set jetzt nicht bekommen haben, aber vielleicht werden wir das auch noch irgendwo an Land ziehen. Das dritte Set, das wir hier gekauft haben, ist die Sternwarte. Ein Set mit 3.876 Teilen für 209 €. Das war ja das eigentlich ursprünglich mehr gekostet hätte und dann war im Warenkorb aber der falsche Preis angezeigt und dann hat Lego gesagt, ja gut, oder Bricklink, wir müssen das günstiger machen. Also alle, die das damals zum Crowdfunding-Zeitpunkt gekauft haben, haben da ein gutes Schnäppchen gemacht, weil das eben nicht besonders teuer war. Und wie Rita richtig sagt, ist eine Beleuchtung dabei. Das habe ich noch nicht gecheckt. Schauen wir mal nach hinten, wo wir das auch sehen, wo dieser Leuchtstein vorkommt. Also ich sehe es jetzt nicht, aber vielleicht irgendwo im Inneren. Ja, vielleicht ist es dann da oben bei dem, wo man dann quasi zu den Sternen, vielleicht sowas wie das Bettsignal. Das wäre ja cool. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir hier ein voll funktionstüchtiges Observatorium, was total eingerichtet ist. Also hier gibt es Büros und alles Mögliche. Ich sehe es jetzt nicht so gut, Rita, du musst da mir ein bisschen helfen. Ja, wenn du dich immer hier vorschummelst. Ja, genau. Hier unten ist ein Büro mit 2 Computern. Das finde ich eigentlich sehr cool. Ich glaube, die schauen da eben gerade zu den Aliens hinaus, weil da eben auf der Seite auch Poster sind. Eine Kiste mit Tom's Stuff finde ich auch eigentlich ganz eine süße Idee, dass da seine Sachen drin sind. Und dann haben wir hier noch eben den Counter, wo man die Tickets kaufen kann und irgendein, keine Ahnung, ist das die Übersicht über das Weltall vielleicht? Da in der Mitte die Sonne. Ich kenne mich ja leider bei solchen Sachen so schlecht aus. Hier auf der Seite noch ein Astronaut und so weiter und fort, amerikanische Flagge. Also richtig, richtig cool. Ein paar Modelle von irgendwelchen Space Shuttles. Also da bin ich schon richtig gespannt drauf, wie das dann auch wird zum Aufbauen. Das einzige leider, und das ist ja was mich bei diesen Bricklink-Sets eigentlich am meisten stört, und sie sind wunderbar, aber es stört mich schon, ist, dass nirgends Noppen sind. Also ich weiß nicht, ob das andere Leute auch noch so aufregt, aber das heißt, wir werden das aufbauen und wahrscheinlich entweder vielleicht gleich während dem Aufbauen oder so gleich das mit Jumper Plates ersetzen, weil sonst ist das eine Katastrophe, weil die Figuren, ihr seht, die können nicht mal irgendwie in Bewegung sein oder sonstiges, die müssen nur starr dastehen. Und dann fallen sie ja trotzdem wieder um. Also da werden wir ein bisschen was umbauen. Denkt doch auch an die Minifigurenliebhaber, meine Lieben. Und es sind ein paar schöne Figuren dabei. Das, was mich sehr stört bei diesen Sets, ist, dass keine bedruckte Anleitung mehr dabei ist. Ich hasse, mit dem Computer oder mit dem Tablet ein Lego-Set zu bauen. Das ist irgendwie was ich überhaupt nicht mag. Ist bei den Sets jetzt leider so, die erste Generation hatte das noch dabei, dass sie gedruckte Anleitungen mitgeschickt haben. Das waren dann so Ringbuchanleitungen, bei denen leider nicht mehr. Aber ich bin da auch schon
schon sehr gespannt auf dieses Set und ich habe da, wenn ich das Set ansehe, irgendwie so Vibes von diesem Science Tower von der ersten Generation. Ich meine, wie das alles aussieht hier und was man drinnen machen kann, ich glaube, das wird auch sehr, sehr cool werden. Falls ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, bitte schaut es euch an. Es ist grandios. Da versuchen wir euch die Physik und Sonstiges zu erklären. Also ein Traum. Wir, die überhaupt keine Ahnung von überhaupt nichts haben. Wir kennen uns ja gar nicht aus. Bauen wir die Sets vielleicht nochmal der Reihe nach auf hier. Es würde auch noch geben von dieser Serie ein Winter-Chalet-Haus und da ärgere ich mich ein bisschen, dass wir das nicht gekauft haben. So groß. Das hat damals auf den Bildern irgendwie so groß ausgesehen und dann haben wir gesagt, wir passen da mal lieber. Und jetzt im Nachhinein bereue ich es ein bisschen, weil das auch ein schönes Set wäre. Und gegeben hätte es auch noch das Diner. Das amerikanische Diner mit diesem weiß-rosafarbenen Cadillac oder was das ist. Das haben wir uns damals auch nicht genommen. Wäre aber im Nachhinein jetzt auch eine gute Idee gewesen. Fehler. Ja, Fehler. es passieren leider viele Fehler im Leben und die kann man nicht alle immer ausmerzen. So, jetzt seht ihr uns nicht mehr, aber dafür die Sets. Also wie gesagt, wir haben diese 3 Sets gekauft. Es würde auch jetzt demnächst schon wieder mal die Möglichkeit geben, mitzumachen. Ich glaube Mitte des Jahres. Momentan kann man gerade abstimmen noch für die Sets und dann die als nächstes kommen werden. Und dann kann man bald wieder diese Sets kaufen, falls ihr fragen solltet. Das nächste Mal, wenn so ein Verkaufsfenster offen ist, werden wir euch auf jeden Fall wissen lassen. So, wir bahnen uns jetzt hier nochmal den Weg durch, dass ihr uns nochmal kurz sehen könnt. Was sagt denn ihr zu den Sets? Die sind schon cool, oder? Die sind richtig cool, aber wie gesagt, ein bisschen eine Modifikation muss schon stattfinden. Ja. Sonst bin ich nicht zufrieden. Ganz richtig. Aber ansonsten freue ich mich schon drauf, die aufzubauen. Ja. Ich glaube, die sind halt riesig groß. Also dein Highlight ist momentan der Bahnhof. Mein Highlight, warum auch immer diese Baustelle. Ich kann mir nicht helfen. Aber schreibt uns gern in die Kommentare, welche Sets aus dieser Serie oder ob ihr euch Sets gekauft habt. Vielleicht, weil Tim gerade derzeit so ein Bagger- und Baustellen-Fan ist. Vielleicht hat das auf Christoph übergeben. Das könnte sein, ja. Aber der Bahnhof ist doch das tollste Set. Also bitte schreibt es in die Kommentare. Wir sollen den Bahnhof aufbauen. Falls ihr schon ein Set aufgebaut habt, könnt ihr uns auch gerne eure Erfahrung damit teilen. Und ja, wir bauen jetzt mal, glaube ich, Rita, oder? Ja. Und dann sehen wir die Sets hoffentlich demnächst mal in Wild City. Ein wenig wird es noch dauern, aber ich glaube, die Sets werden da eine schöne und gute Figur machen. Ich glaube auch. Ich freue mich schon riesig drauf. Und falls ihr noch Ideen habt, wo wir das Observatorium hinstellen, beziehungsweise die anderen Sets, wenn ihr da bessere Ideen habt, wo wir das hinstellen sollen, dann bitte in die Kommentare und dann freue ich mich schon, wenn sie zusammengebaut sind und wir sie gemeinsam mit euch platzieren. Oh ja. Also bis dann, viel Spaß beim Bauen und danke fürs Einschalten. Tschüss. Tschüss.